Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's um ein Thema, das viele von euch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Was kann man im Januar eigentlich im Garten machen? Klingt erstmal nach einer ruhigen Zeit, aber ich sag euch, da gibt's einiges zu tun. Und wenn ihr solche Tipps spannend findet, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier gibt's regelmäßig frische Ideen und Inspiration für euren Garten. Im Januar könnt ihr euren Garten schon perfekt auf die neue Saison vorbereiten. Starten wir mit Punkt 1. Räumt eure Beete auf. Entfernt altes Laub, abgestorbene Pflanzenreste, das schafft Platz und verhindert, dass sich Krankheiten ausbreiten. Punkt 2. Obstbäume schneiden. Apfel- und Birnbäume freuen sich jetzt über einen Schnitt, aber achtet darauf, dass es frostfrei ist. Und Punkt 3. Super wichtig. Futterstationen für Vögel einrichten. Unsere kleinen gefiederten Freunde brauchen im Winter unsere Unterstützung und mit Futter und frischem Wasser helft ihr ihnen durch die kalte Zeit. Weiter geht's. Punkt 4. Checkt den Winterschutz. Haben eure Pflanzen noch ausreichend Schutz vor Frost? Falls nicht, könnt ihr das jetzt noch schnell erledigen. Und Punkt 5 ist mein persönlicher Favorit. Blättert durch Saatgutkataloge oder schaut online, was ihr dieses Jahr anpflanzen wollt. Sirs, es macht so viel Spaß, den Garten schon im Kopf zu planen, oder? Noch ein Tipp. Punkt 6. Schärft euer Gartenwerkzeug. Nichts nervt mehr als stumpfe Scheren, wenn es im Frühjahr losgeht. Punkt 7. Wenn der Frost es erlaubt, setzt euren Kompost um. So bleibt alles in Bewegung und ihr habt bald wieder nährstoffreichen Boden für eure Pflanzen. Punkt 8. Frühblüher. Schneeglöckchen und Krokusse könnt ihr jetzt kontrollieren und ihnen ein bisschen Platz schaffen, damit sie durchstarten können. Punkt 9. Schaut mal in euer Gewächshaus. Lüftet durch, reinigt es und macht es bereit für die kommende Aussaat. Und Punkt 10. Gebt eurer Deko etwas Liebe. Reinigt eure Betonfiguren oder Gartenaccessoires. Sie sehen dann gleich viel einladender aus. Ihr seht, auch im Januar gibt's im Garten genug zu tun. Und es fühlt sich richtig gut an, schon jetzt einen Schritt voraus zu sein. Wenn euch die Tipps gefallen haben, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für mehr Gartenideen und DIY-Inspiration. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.